Damals galt das als die Jahrhundertflut-Katastrophe, die damals eintrat. Und zwar war das ja hauptsächlich in Hamburg. Da war der große, unheimliche Schäden. Und wir waren ja Otterndorf, also wurden eingesetzt in Otterndorf von Seedorf aus. Ich als Zeitsoldat war ich in Seedorf und gewohnt habe in Zeven. Das ist ein paar Kilometer südlich von Seedorf, die Kaserne. Und ich war ja von Flensburg Soldat geworden und dahin versetzt worden, weil da alles neu aufgestellt worden war. Und da war ich zu den ersten Truppen gehörig. Und von da aus hatte ich den ersten großen Einsatz, das war eben bei der Flutkatastrophe. Sturm war ich schon 4 Tage vorher, schon ständig Sturm. Und dann war am 16. ein gewaltiger Sturm, da fiel für uns der Strom aus, also in Zeven, so x Kilometer von der Küste entfernt. Und dann nachts kam plötzlich, klingelte es und da war ein Unteroffizier da mit dem Wagen und sagte, Herr Feldwebel, wir haben einen Alarm, wir sollen zu der Flut eingesetzt werden. Und die sammelten dann alle die Soldaten, das waren meistens Unteroffiziere, die da wohnten, sammelten die ein und dann sind wir hochgefahren zur Kaserne und da waren schon die schweren LKWs voll mit Soldaten, die alle jetzt zu dem Einsatz sollten. Und das konnten wir aber nicht in direktem Weg hin, weil die ganzen Straßen zum Teil schon überflutet waren, also von Seedorf nach Otterndorf war unser Einsatz, das fuhren wir später. Und dann mussten wir noch einen Umweg, ich glaube, war über Peter Käser, ne? Sodass wir dann morgens, da war schon hell, da kamen wir an, ich glaube 6 Uhr morgens. Und das kamen wir hinter dem Deich, fuhren wir mit den LKWs auf. Und die Soldaten alle rausgesprungen. Und waren, hey, was ist denn? Ja, sehr schönes Wetter hatten wir, da war kein Regen oder was. Ne? Und dann sind die alle den Deich hoch. Und wie sie auf den Deich oben hinkamen, war so der Sturm, hat sie alle wieder runtergejagt. Da war das Geschrei, konnte nicht wahr sein, so ein Sturm und wir waren ja hinter dem Deich. Und da hatte man von dem Sturm nur zu hören, der Wind und so. Ne? Ja, und so fiel der Einsatz an bei uns. Na gut, dann sind wir mit den Truppen in der großen Sporthalle. Da waren dann die einzelnen Kompanien aufgeteilt. Und da wurden die Soldaten alle hingesetzt. Ich hatte ja einen Kompanietruppführer, war ich, und war so mit direkt dem Chef unterstellt für solche Sachen, wo Einsatz und sowas war. Und dann sind wir raus an die Dings wieder, wo wir vorher so runtergeweht worden waren. Und dann sind wir in die Gaststätte rein. Ach, und da sah schon ein Haufen Zivilisten da und die waren am Trinken und am Feiern, am Jubeln. Na gut, was ist denn hier los? Ja, also die sind ihnen unterstellt. Die Zivilisten wurden mir unterstellt, weil ich den Brückenkopf oder den Meldekopf, nicht Brückenkopf, Meldekopf hieß er. Und wir sollten jetzt die Zivilisten mit den Soldaten einsetzen, so wie die kamen. Die Soldaten, die waren ja dann jetzt die ganze Einheit von uns, die war jetzt am Deich mit. Ne? Ja, und jetzt hatten wir das Glück, einen Oberfeldwebel, der kam aus dem Nachtbord, gebürtig, da von Otterndorf. Und der kannte sich im Deichbau aus. Hat er ja als Junge schon immer mitgemacht. Ne? Und da haben wir dem Einsatz gegeben, dass er den Deichbau leitet. Ne? Und der Chef, der Hauptmann, der war immer unterwegs. Bei denen. Und ich saß ganz alleine. Nein, nicht alleine, wir waren 3 Leute da. Aber bei mir lag das ganze Kommando. Ne? Und dann auf einmal, die tranken noch so und sagten, ja, aber ihr wisst Bescheid, dass wenn was ist, müsst ihr, ja, aber das ist doch alles klar, seht doch draußen alles. Und das muss ich sagen, als wir auf dem Deich standen, da war die Elbe ganz im Hintergrund zu sehen.
Also nichts Überflutung, die war alles so zurückgegangen ins Normale, aber dann oben bis an der Kante von dem Fluss. Ne? Und dann kam die ersten Meldungen von Hamburg, die ersten Toten. Und das kam ja bei uns an, ne? Dass in Hamburg schon so viele Tote waren. Und da wurden sie still und dann haben sie sich voll uns untergeordnet und haben bei uns da mitgemacht. So wie ich sie brauchte, habe ich sie eingesetzt, da und da. Was ich einigermaßen verstanden habe. Es sitzen dort noch verschiedentlich seit der letzten Nacht Leute auf den Bäumen und auf den Häusern. Er benötigt dringend einen Hubschrauber. Wie den Finkenwerder sind sämtliche Häuser des Finkenwerder Süderdeiches vollständig unter Wasser. Es befinden sich noch Kinder und Frauen dort. Kinder und Frauen in den Häusern. In den Häusern auf den Dächern. Die Finkenwerder von Land aus erreichbar. Und Finkenwerder ist von Land aus nicht erreichbar. Von Land nicht erreichbar. Nur über den Haderachverkehr und über Luft. Der Deichbauer, der Oberfeldwebel, der hat ja seine Leute eingesetzt. Das war einmalig, echt einmalig. Da kam das Wasser und das Wasser kam dann an den Deich. Nach den 400 oder 300 Meter Vorza kam es an den Deich und stieg langsam den Deich hoch. Und die haben gewühlt, immer Sandsäcke und dann überflochten und eingekeilt und dann den nächsten. Und dann hatten sie schon die Füße nass. So waren die, und die haben gearbeitet, die Jungs, also echt. Und hier die Zivilisten, die haben auch geholfen, Material ran, die Sandsäcke, die mussten ja alle dahin geschafft werden. Und so ging es dann tatsächlich bis oben hin und der Fluss, ach, ich denke, wie geht das aus da? Das schaffen die das wirklich und sie haben es geschafft. Ne? Der Oberfeldwebel, der war so glücklich hinterher, dass er ist nicht gebrochen, der Deich. Ne? Die Oster, das ist unsere Nachbarkompanie, der Spieß, der kam einmal rüber, wie sieht es bei euch aus? Sag ich, ja, wir schaffen das hier alles. Sag, bei uns ist alles durchgebrochen. Ne? Da waren 34 Brüche, Deichbrüche an der Oster. Und da kamen unten die eingesetzt. Oh Gott, was haben die Jungs mir leid getan. Ne? Und dann haben sie da einen Bus reingefahren und Zeug drauf, damit diese Durchbrüche direkt an der Elbe, aber die Oster, an der Mündung zur Elbe. Da haben die Busse reingefahren, alles zugeschmissen, damit der Deich wenigstens da wieder Dings. Und die konnten das ist so 2-3 Meter, das Hinland tiefer als die Elbe. Und da haben die doch das Vieh alles noch rausgeschafft, mit der Bevölkerung natürlich. Ne? Und es ist kein Vieh tot und auch Menschen nicht tot, ne? Nur schwere Landwirtschaft. Ne? Auch Gott, also gegenüber wie wir das, muss ich ehrlich sagen, da hatten wir das sehr gut, um das in den Griff zu kriegen. Ne? Das war es entscheidend. Als die Flut vorbei war, da war unsere Kompanie, die wurde da festgehalten, eine Woche zur Absicherung, obwohl nichts mehr war, alles in Ruhe. Und da hat unsere Kompanie eine Woche noch in der Sporthalle gehen. Und jetzt muss ich was sagen, was nun wirklich einmalig war. Die Bevölkerung, die ja nur wusste, dass wir sie vom Hochwasser gerettet hatten, war ja nicht reingegangen. Die haben jeden Morgen kamen die mit Autos und haben uns Verpflegung gebracht. Das waren Brötchen, das war Belag, die Metzger brachten, die Bäcker brachten die Brötchen. So. Also und Obst, die Bauern. Wir brauchen kein Frühstück von der Bundeswehr. Haben die uns so versorgt. Also es war einmalig. Die Soldaten sagten, ach Gott, wo sind wir hier gelandet? Ne? Dass die Bevölkerung von Otterndorf damals, also die damalige Bevölkerung, ne? Die haben uns so versorgt, das war einmalig. Und nach einer Woche gingen wir dann zurück. Ach Gott, das war ein Abschied, du glaubst ja gar nicht. Ne?
Nur, was tut man jetzt, um dann, wenn eine neue Flut kommt, so wenig wie möglich Schäden hat. Und alles hat geschrien, mein Gott, eine Jahrhundertflut, da kommt in 100 Jahren vielleicht mal wieder. Ne? Und jetzt wir brauchen das Geld doch woanders. Ja gut, sie haben doch anders Geld hingetan und haben das gebaut. Und 10 Jahre später kam eine noch höhere Flut. Ne? Und das muss im Landrat oder wer das gemacht hat, oder Land Niedersachsen wird es wohl gewesen sein, dass die damals die Deiche gleich erhöht haben. Ja, und dann 1,5 Jahre später, da haben sie uns gesagt, also ihr habt das so fantastisch gemacht und alles, bekam man dann einen Orden, einen Flutorden. Und ich muss sagen, das ist der einzige Orden, auf den ich eigentlich stolz bin, zumal ich auch den Einsatz dort mitgeleitet habe. Ne? Und wenn was war, irgendwelche Feierlichkeiten und so, habe ich ihn getragen. Sonst kein, weder Sportabzeichen oder. Und dann habe ich ja sogar das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold bekommen. Und das habe ich nie getragen, außer an dem Tag, wo ich es bekommen habe. Ich habe meine Pflicht getan und da ging es mir ein Ehrenkreuz in Gold. Ja gut, die anderen, die waren noch nicht so lange dabei, die bekamen es in Silber und so. Was soll das, ne?